Good morning. Grüß an jij zijn dieren noemen. So, we trafen uns hier vandaag nach Wara als een groepje. We willen deelnemen aan een gottesdienst en we verstaan het meeste van jullie worden vielleicht thuis zijn en horen, either over radio, over livestreaming, oder so das dort in. So we hebben hier vandaag tot het gezang, hebben we ja, wie vroeger Johnny Eremers en Corny Wolfe en Viva Esperanza, zij willen wel gezang dessen wij schakken. So ze had zich angestrengt met alle Leiter recorden en we hadden het hier gekregen. En so, wanneer je wel een pen nemen en opschrijven de nummers, wanneer we maar eenmaal wel met lezen of zingen, dan wordt hier schwinn opname voor zij, voor we eind aan eer hier. So dat zijn MBI, plannen ze nummer 102 te zingen, een Helger Born gefüllt met bloed. En dan ook nummer 174, wat er als is waar, dat Jezus starb voor mij. En aan het derde lied, wat in de Christian hymnal zijn, nummer 105, on a hill far away stood an old rugged cross. So, we worden dan nu even de tijd even naar de groep. So, naar waar, het is Johnny Remers familie en Corny Wolfe van Viva Esperanza. So, waar we tijd even vereend en met denken bij zijn, ja. Flut des alle Flecken los.
Is waar das Jesus starb für mich und bist meine Schuld. Das Gottes Sohn am Kreuz verbleek auf und er sah mein Not. An dem Kreuz brach morgen mir an und das Blinden Auge ward aufgetan. Denn ins Herz ein ließ ich den Heiland ein. Hosianna, nun ist der Friede mein. Trüg meine Sinn, das Gotteslamm, gab mir sein Schmerz im Schrei. Dann seh ich es am Kreuzesstamm, was Gottes Liebe sei. An dem Kreuz brach morgen mir an und das blinde Auge ward aufgetan. Denn ins Herz ein ließ ich den Heiland ein. Hosianna, nun ist der Friede mein. Die Schuld mit Tränen, Heiland, kann ich nie dir zahlen ab. Hier, Jesus, nimm mich selber an, es ist alles, was ich hab. An dem Kreuz brach morgen mir an und das blinde Auge ward aufgetan. Denn ins Herz ein ließ ich den Heiland ein. Hosianna, nun ist der Friede mein. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish ye
Okay, dat wir wertvolle Leute, wat wir hier leiden. Dankzij Johnny en Corny en jullie families verdeelnemen hier aan het veel wert. De wertvolle messages erbij en ook antwoord dat je in Potsdam van dit en jullie involven met het. Dankzij nog waar zo. Vandaar plan ik aan te vangen met en Johannes 16, dus eenvoudig wir apparently erst ein bisschen Konflikt zwischen den Jüngern und Jesus, oder vielleicht die ganze Menschheit, dass sie viele Jesus zu viel in Gleichnisse redet. Ich weiß nicht ganz genau, was der Kontext da ist, aber wir fangen hier, dass die Jünger mit einmal ein Ding klar wird. Und apparently haben sie viele Dinge nicht verstehen, was Jesus sagt. Und so hier ist Johannes 16, Vers 28 erst sagt er hier, ich bin vom Vater ausgegangen und gekommen in die Welt. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Das ist ein kurzer Vers, das ist vielleicht wenig Bäne, aber das ist sehr viel Bäne. Ich sage selbst, ich bin vom Bruder aufgekommen, ich bin hier bei Welt abgekommen und dann führe ich von der Welt weg. Und er hat in dem Vers nicht explained, was seine Arbeit wie war, was er geschafft hat, was er getan hat. Bloß simpel, dass er ist gekommen und er ist wahr gedaan. Und dann die Response darauf, fingen wir hier in Vers 29 betrachten, sprechen zu ihm seine Jünger, siehe, nun redest du frei heraus und sagst kein Sprichwort. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst nicht, dass dich jemand frage, darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Diese Jünger worden hier mal immer klar, irgendwie sagst, okay, jetzt nu darfst du mal klar reden, nu kommen wir mal hängen, was du sagst. Was wird es gerade? Ich glaube, dass der Jünger bloß referiert zu das ein Vers, wie Jesus sagt, er ist vom Himmel gekommen, auf die Erde und war wahr gedaan. Ich glaube, dass er referiert zu vielen Dingen, was er vielleicht fertig mal wie warst. Und über irgendwas wird dann hier klar. Und meine Gedanken von da besonders, wenn wir als die erste Osterheldendag hier top sind und wir beten Gott, dat hij ons waren van frischen waren met openbaren en klaar maken wat actually zijn arbeid wie hier beweld, wat hij achieved heeft daarmee en doordat zijn we hier dat we met dieper groeien bloß is eenvoudig. Dat weet niet bloß dat Jezus van de hemel raufkomt naar de eerd en dan bald voor de ware weg, dus wie würden een restaurant bezeker en zo en nog zelfs wat. Door we sehr veel wat twaschen, dat ze raufkomen en weggaan. En de Jünger worden hier helemaal klar, dat ze zagen wat actually Jezus gedaan had. Well, vielleicht nicht ganz klar, because er sind like 2 oder 3 Stellen nodig noch, wie wir leren oder hören in der Bibel, dat de Jünger met eenmaal frisch wordt van op een nieuwe ort wat openbaart, wat ze niet erkend hadden. Besonders wat zich handelt om wat Jezus zijn arbeid wie was hier op de wereld, wie hij komen weer. En dat wordt voldaan drijven naar Lucas 24. En dat is het enige wat we vielleicht manchmal wieder brücken, nur de Osterhelge da. Dat de Jünger wat naar Emmers gaan deden. Ze hadden door, ze beleefden door ook wat vreemde vlek. En ze is die geschichte weiter uitwandig, glaube ich, alle. Dat ze komen door, ze gingen vlengen weg, ze werden ganz geschockt met het alle wat we worden, even een weekend in Jeruzalem. En nu maar eenmaal komen ze gaan ze naar Emmers en dan hingen wees en hadden ze een discussie over wat er alle passiert is. En dan kwam Jezus er eenmaal aan. En dan vraagt hij door, en dan lezen we door, en ik wil het hier oppikken, vers 17. Door sagt het in Lukas 24, vers 17, sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegs? Und seid traurig. Da antwortete einer mit Namen Kleophas und sprach zu ihm, bist du allein unter den Fremdlingen zu Jerusalem, der nicht wisse, was in diesen Tagen darin geschehen ist? Und sprach zu ihnen, welches? Jesus wilde maar weten wat. Wel, vielleicht nicht, dass er weten wel, hij wist het alle, ja, aber hij verzagt door deze Jünger vielleicht mal denken, und hij heeft irgendeine Reason gehad, wie hij het ganze Setup abzetten en om soll dat een benefit hebben voor ons vandaag, wat hier passiert is, dat waar. Maar zijn vrouw is simply, van wat red je überhaupt, oder wat hast du geworden über das weekend? Dan gaan we darauf naar vers 25 bij vers 27.
En dan sagt hij, und sprach zu ihnen, dat is nur dem, wat zij Jezus alles gesagt hat. Well, all 13 Jahren, wat die Priester dat gedaan hadden, wat is Jezus ab wem wir uns verloren deiden, dat dem wordt omgebracht en am Kreuz genagelt en al dat bunte te maken, dat has de Christ Jezus alle verteld. Dat zijn de dingen van wat we reden, dat zijn de dingen wat hier nu de wichtige dingen zijn. So basically wat zij Jezus zei, wat concerns werden, dat handelt zich aan plus wat over dem weekend passiert weer. Hauptsächlich. De 3 dagen wat ze beleefd hadden, dat is wat grote ding hier weer. En dan in vers 24 dan sagt Jezus, und sprach zu ihnen, o ihr Touren und träges Herzens, sie glauben alle dem, was die Propheten geredet haben. Das vers om 40 meesters van Jezus en het zei dat je tierig zijn, dat je de Propheten hier dan, maar dat is niet wanneer we dat raakt, grammar hier uitnemen. Dat meint actually dat ze tierig waren, dat trägen Herzens, dat ze niet eier hadden, dat je hoort wat actually de Propheten zeiden. So deze jongen waren zeer concerned over wat de 3 dagen weer hier was. Der meint, dat we zo klein, ungefähr 1 week en groot. Dat is meer gezegd. En Jezus deed dat hier in deze vers niet helpen, dat is gratis. We reden hier van wat gratis, dat is plus van een 3-daagse kwelerie en naglerie en wat allemaal al leven sterven. Hij redt hier van naar een veel groter beeld. En dan twart hoort je niet meer de Propheten. De Propheten hebben zo veel geredet van dit en ganz krijg. Dan zegt hij in vers 26, moest niet Christus als solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen. Okay, dat de Propheten hebben dat gezegd, dat Christus wil maar komen en hij dit lieden wil maken. En toen dat hij kan in de Herrlichkeit aangaan. En dan vers 27, und fing an von Mose und allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren. Okay, so hier ist das besonders der Gedanke, was ich hier mag heute. Hauptgedanke. Jesus sagt, dass die Jünger meint, dass wir ungefähr die Zeit von einem Weekend at this point. Und aber Jesus meint, dass wir so sehr viel gratis. Er redet von den Propheten, die haben das alle gesagt, dass es passieren soll. Und wo denkt je nicht, wo hört je nicht mehr, was die Propheten sagen. Und of course, da was die Propheten sagen, dass wir auch noch sehr, sehr viel gratis als bloß diesen Jahr, von was die Propheten anfangen zu reden, vor diesem Jahr für Jesus in der Zeit. Sie reden von, was wird, und aber das Schritt, was Jesus hier macht, dass wir bis ein Lengte bauen, und das ganze Bild, was Gott hat. So, ich glaube ein bisschen, wir haben auch manchmal die Trouble, wenn wir in der Osterhelge da angehen, dass wir die Size von uns meint, ist ungefähr ein Weekend groß. Wir denken vielleicht zu leicht an bloß an, was die 3 Tage spezifisch passiert ist, wird als eine Reihe aufgerannt. Wann wird im Tempel angeholt, und wann wird hier gequält, und wo am Door wird gequält, und wann am Kreuz angenagelt wird. En hoeveel stunden Luther dat hij starf en wanneer morgens hij opstond en een beetje die dingen. Dat is niet slecht, want we krijgen dat ook focussen dan over de point hier is dat we een grotere mind hebben, geestelijk, himmlisch, wat er gerade is plus een weekend groot. En daar wil ik een bijzondere aansporing te hebben te ons allen, want we deze komende dagen doorleven dan, dat we in mijn hoofd voor het grote beeld wat God je had, including wat de profeten zeiden, en dat we dit am licht van de eeuwigheid worden bechecken. En niet bloos aan deze uiterlijke dingen wat hier krijgt passiert. Nog een paar versen hier, weer een hingen im Kapitel. Daar is het weer Jezus de Jünger trafen, dat hingen verslotene deuren. En Lukas 24 vers, we gaan eraf naar vers 45 bis 48. Daar sagt het, da öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen, also ist geschrieben, und also musste Christus leiden und auferstehen von den Toten am 3. Tage und predigen lassen in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern und anheben zu Jerusalem. Ihr aber seid das alles Zeugen. Hier sagt Jesus noch einmal klar, das ist mehr als bloß ein Weekend, was wir hier noch sein. Die Jünger, die sollten in Angst hängen der, wen waren whatever das Weekend geworden wäre.
wat ik niet wel mogen clean load, dat we graag, vielleicht kan we zeggen, de central core van de ganze history van God in arbeid met mensheid. En jet over de jonge fouten dat niet te dem level waar God wil hebben wilt dat zij dat voor te duiden. So, jij is daar hier vraag waar, ik weet niet, wat weer de komende dag, of weer nog dezelfde dag. Aber hij daar een reminder, okay, nach waar dat als is geschreven, dat als je geschreven dat Christus moet lijden, hij wil met de opstaan om 3 dag en hij wil predigen laten buis zijn en vergeving der zinden te alle veldje en je krijgt zijn mijn zeugen van nu aan, zegt Jezus. En dat hebben we voor ons zeggen vandaag, wanneer ons mind, oder wenn wir ons belevenis gerade als es bloß ein Weekend groot, dann haben wir was gecatcht, was du uns qualified hat, auch Zeuge sein für die Welt darum uns. Und mag dort besonders passieren, durch uns predigen, durch uns servieren, was wir brauchen, durch uns sharen mit anderen Menschen, und durch uns wandeln, und was immer andere Wege wir in Kontakt kommen mit Menschen, dort wird Rüt dagen. En dat is besonders mijn aanspanning van dat morgens, dat we een groter beeld te zijn krijgen bijna is plus dat beeld van een weekend. Dat ons mijn groter wordt bis een weekend groot. Mag God dat zijn. En we willen even gaan naar Ernest in de tijd. Ernest is hier, bezit mij hier om de hoofdboodschap brengen. So we willen aan de tijd geven en we hebben nog beren nu verder even gaan naar dat. Herr Gott, wir zijn dort ten Wasser extent, dat we klein en limited zijn met ons verständnis, aber veel meer wel we dat vielleicht nicht toestonden, we geloven, we weten al sehr veel en meest alles, aber Herr, help ons dat dieper en dieper te verstaan, dat nog lang niet graspen kunnen wat we verslechten van we deiden. En dat we doordat we het kunnen ook rutelang en meer verständnis van wat hier passiert over das weekend, even maar een 3-daagse event weer, zo is dat. En over dat we weer dieper checken en een groter beeld te zijn krijgen, dat u een grote arbeid had en een mensheid wat u beschaken was, wat u in de vergangenheid en eeuwigheid ontvangen heeft en weer rekenen dat ons vandaag en ook in de eeuwigheid in de toekomst wat passieren har. Muss uns besonders gnädig sein, es ist nicht schuld, dass wir das Bild klarer und klarer zu sein kriegen und dass es wirklich in Unterschied wir machen an unsere Horte, dass wir mit mehr dedication und dollar committed wir sein, die Welle und die Wege nur zu folgen haben. Muss besonders mit den Heiligen Geist wirklich wirken hier von da, durch diese Stunde, was wir hier top zaten und besonders auch freue ich hart, dass wir die ganze Zeug, die was wir von da zuhören oder auch nicht tun, dat in jeder einem wisch wirklich sehen und anschauen, durch diese da auch, und dass den Heiligen Geist eine manche Arbeit wird erregt können durch das. Magst du das geben? Ja, ist die Nummer. Amen. Okay, wir waren dann nu even gewoon naar de tijd voor Ernest, voor de Hauptbotschaft, so even am die tijd. Ja, lieve breder, zusteren, kinderen, families, die worden toehoren over radio of livestream. Ik wens je een gelotenheid en ik wens je een vrede, de vrede der Jesus Christus. We hebben heute vandaag een bijzondere smart. De zon is opgegaan en een nieuwe dag heeft angefangen. So köstlich, so wundervoll. Wir haben nicht Versammlung, ist gewöhnlich, das ist ein Besonderes, was wir von da haben. Und noch ein Besonderes ist, dass wir stille Frieden haben. Wir den Tag feiern, wo Jesus sich aus dem Opfer gab für die ganze Menschheit. Und da habe ich von da kurz ein bisschen was von zu sagen. Die Herrlichkeit, was im Kreuz ist. Dat Kreuz, dat kan ik wel zeggen, wat ons sehr gewandeld is. We zijn dat meest ernstig, wo wir sind. Vielleicht nicht nur in onze Gemeinde ganze sei als von wir selbst sind. Aber wir zijn dat Kreuz, dat wordt
veel gebruikt in mijn leven. Dat wordt bij de twerkje boven bespatst, wordt dan krietsen op de zaten. Dat als ze aan de wand ver in de twerkje hangen kriets, er een pult wordt een kriets opgesteld. Ze draaien dat mat wat te oren gebruikt, aan halssteden gehangen wordt, kriets wordt veel gebruikt. En wat over dem, vielleicht meest krijgt bedieningsloos en kriets. En we willen vandaag van het kriets predigen. We zingen van dat kriets, we zeugen van dat kriets. En dat als ze met het hoofdzaak dat kriets van ons geloven, onze hoopningen en dat aanbetung. En waar we God danken voor dat kriets. Wat Jezus voor hij opvergeven heeft. We kunnen vielleicht eerst draaien naar Galater 6, vers 14, waar het zegt, es zij aber ferne von mir, mich zu riemen, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. So, Paulus sagt hier, dass wenn hij riemen wird wel von sich selbst, dat wird weit uit zijn, aber hij will dat kriets riemen. So, Gott sei Dank für dat kriets. En wo diep wir de Vater zijn Leib für die Menschheit. Ein paar Ländliche Dichter sagt diesem Weg, how deep the Father's love is for us, how vast beyond all measure, that he should give his only Son to make a wretch his treasure. Das Gedanke, dass sind verbrückte Menschen wie sind, so verdorbenste Menschen wir, macht er dort sein Treasure, sein wertvollste Ding. Veel van ons, we zijn dat het kriets wat zelfs nog gebruikt is, dat is een beetje van jewelry. Oder some gebruiken dat als een beeld wat ze aanbieden dan. Ik kan wel zeggen dat had een klein beeld houden zich ver en reden beden te de kriets wat ze in de hand houden. En some gebruiken dat als een supernatural power. Dat biedt wat ze met draaien van kriets. Ze hangen dat te nacht over een bad, of ze draaien dat met en ze dat bij ze wij houden. So, en dat kriets heeft een veel grotere bediening als dat. 1. Korinther 1, vers 23 en 24, da sagt het, wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Aber denen, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christum, göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Hier sehen wir, dass hier wieder 3 verschiedene Sorten von was es deed, von der Kriets gepredigt wird. Das sagt hier, dass die Juden dort wieder den Euer dort, wann davon gepredigt wird. Die Griechen, die kommen und laden das Ding für. So, und dann sagt es hier über die, was berufen sind. Und dann macht nicht einen Unterschied, Juden und Griechen, das ist eine göttliche Kraft, eine göttliche Weisheit. Und was ist es von da für mich und für die? Von diesen 3 Dingen. Da wir Gottes Weisheit, was hij deed durch de kriets. Gott brucht dit gereedschap, de kriets, wat geen mens en niet de zoten wordt hij kunt zich uitdenken, dat hij dat wordt brukken tot een erlezing voor zijn mensen. Had zoten dat je wist dat het een kriets wil brukken. Hij wordt niemals had Jezus bij een kriets gebracht. Maar hij wist niet wat Gott von waar wil brukken tot een erlezing voor alle mensen en wordt ergens zoten wordt verspelen. So, we willen vandaag reden van dat heilige kriets. De boodschap van dat kriets is niet een boodschap wat ons zwak maakt. Het is niet een boodschap wat ons larig vertemt. Nee, het is een boodschap die is vol aangevuld van een wunderbare kracht en wijsheid van een almachtigen God. Dat zijn heiligheid openbaren. En wanneer we vandaag van dat kriets reden, dat offer wat Jezus gebracht heeft, dan willen we
dat lot hij in onze harten zijn wat als de boodschap van het Kreuz. Wanneer du al geraad bist in der lijst, dan doet God danken met vrijdigheid voor wat hij heeft volbracht. Wanneer du nog niet geraad bist en du leefst nog in onvrede, dan mag deze message, deze boodschap, een beetje bijdragen omdat durch dat zijn woord Christus voor die gedaan heeft. In Markus 15 dacht ik over ons kijk dan een beetje die Geschichte lezen, aantal vers, met zijn woord dan passiert is. En dat is maar kort een beetje van andere evangeliums, die hebben ook daarvan geschreven, maar nemen we hier Markus 15 vers 20 en lezen we 39. Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihn den Purpur aus, zogen ihm seine eigenen Kleider an und führten ihn aus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging mit Namen Simon von Kyrene vom Felde kam, der ein Vater war des Alexander und Rufus, dass ihm das Kreuz trüge. Und sie brachten ihn an die Stätte Golgatha, das ist verdolmetscht Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe und Wein zu trinken, und nahm es nicht zu sich. Und da sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, wer etwas bekäme. Und es war die 3. Stunde, da sie ihn kreuzigten. Und es war oben über ihn geschrieben, dass man ihm Schuld gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten ihn mit 2 Mörder, einen zu seiner Rechten und einer zur Linken. Da war die Schrift erfüllt, die da sagt, ist unter die Übeltäter gerechnet. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe, Häupter und sprachen, Pfui dich, wie fein zerbrichst du den Tempel und baust ihn in 3 Tagen. Hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen die hohen Priester verspotteten ihn und erinnerte samt den Schriftgelehrten und sprachen, hat anderen geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Ist Christus und König in Israel, so steige nun vom Kreuz, dass wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und nach der 6. Stunde ward eine Finsternis über das ganze Land bis die 9. Stunde. Und die 9. Stunde rief Jesus laut und sprach, Eli, Eli, lama asabthani. Das ist verdolmetscht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche, die dabei standen, die es hörten, sprachen sie, siehe, ruft dem Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn und sprach, halt, lass sehen, als ob Elia kommt und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass mit solchem Geschrei verschied, sprach er, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ja, und diese Botschaft vom Kreuz, da ist viel weiter, da ist viel Lieder und das ist Tod. Und wir sehen hier in kurzem Anfang, dass 3-mal das sagt, dass am gekreuzigt wird. Vers 20, da sagt es, dass sie ihn kreuzigten. Und wenn Vers 24, da sagt es, und da sie ihn gekreuzigt hatten. In Vers 25, und es war die 3. Stunde, da sie ihn kreuzigten. So hier ging es den Tod. Hier kostet ein Leben. Und das ist Geschichte. Und wir weten vielleicht alle ein klein bisschen, was weiter ist. Wir haben selbst vielleicht mal schon Patena-Rieten gehabt. Oder haben sie Beton gebeten. Oder somebody hat vielleicht mal einen Kidneystein gehabt. Das ist vielleicht ein bisschen eine schwierig große weiter. Wenn wir wollen denken, was Jesus anholen deed, dann denken wir an weiter.
dat hij storft om Kreuz. En wenn wir unsere grootste Weide, wat wir uns kunnen feststellen, wie ever hij hat, die würden wir 10.000 Mal nehmen, dann würden wir vielleicht al een klein beetje dort kunnen metfeilen, metdenken, wat Jezus aanhullen deed. Jesaja, da redet van dat de physische Weide wir nicht nennen te laten, beoordeelen wir. En we zien dat, bis das Kreuz hier, für Jesus gekreuzigt wordt, dan wir veel meer als bloß Kreuz, ja. Wordt gegrepen, wordt verzacht, wordt geschlagen van de mensen wat im Tempel waren. Wordt naar Pilatus gebracht, en daar wordt abused van de soldaten wat in Pilatus daarom zich had. Dat zegt de geiselten aan, ik geloof dat mensen hadden dat picture waar ze verwippen deden. Het zegt ze sloegen aan, ze speien aan im gezicht. Jesaja redt van dat ze rijdt hem de haar ten boord. En ze vluchten de doornenkroon en ze hadden hem kap en sloegen door op. Zo weer veel meer als bloß de Kreuz, dat we al veel verder, waar hij aanhouden deed. En dan, wat ze dadurch hadden, dan louden ze een 100 Kreuz op zijn regen en leidden aan dort zo meest krijgt een halve mijl even opslapen. Zo, dat heeft zich grausam. En dat is ja schijf van Kreuz. Aber da ist eine Herrlichkeit dabei. Wenn wat wird hij ha dit uitgehouden, wenn wat dat hij zijn staat dood in gang nemen. En daar is best een antwoord te dat. En de antwoord is dat hij een leven voor de verlorene schop. En 1. Johannes 3, Vers 18 sagt, daran haben wir erkannt, die Liebe, dass sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. So hij hat zo'n Leib. Wir bloß eine Antwort zu was hij wahrlich wir, zijn grausamet, zijn schauderhaftet Lieder. Dat will hij so staat. Dat wir nicht in de Weerstrek in der Rechnung, dat wir nicht, dat het anders wäre, als hij dat will. Hij deed al ver hij geboren weer, dan zegt hij al te God dat hij wordt rauf naar de eerd komen en hij wordt zijn leven geven. Hij wordt al deze smaak, al den spot, al dat wat aan bespeien wordt, dat wordt hij alle op zich nemen. Hij had zo'n grote leven voor die en voor mij. Zo hij had dat kruisestaat gewild. Dat Kreuz, dat is niet bloß een speelticht ohne denken bloß met spelen. Dat is niet een beet wat een super uitgedachte grote kracht met zich heeft, of een denk wat we aanbeden doen. Dat is een bijspel van God zijn leven voor ons. Daarom is dat Kreuz zo herrlich. Daarom hebben we oorzaak dem Herrn te danken en te prijzen wat hij voor ons deed. Dat Kreuz, dat is de derde frame voor de derde dat we kunnen aankomen, dat we naar het heiland kunnen komen. So, Jezus hangt dort am Kreuz. We lezen hier in de vers waar gespot wordt. Vers 20. Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihn den Purpur aus. So, das waren sie mal am Spelen. De idee weer davon dat ze Spaß maken met hem. En verzachte hem nog door met schade te doen, met zo verspotten. Vers 29, da sagt het, und die Vorübergehenden lästerten ihn und schüttelten ihre Häupter. Ze würden gleich hem te verlasteren, zodat hij daarvan wordt lijden. So verschiedene wegen, waar ze verzachten, ze töten zaten te kunnen. De Kreuzjong, dat we niet plan bij. Dat nu valt het anders uit en dan moest de tweede plan genomen worden. Nou, Jezus kwam in deze wereld
krijgt voor deze oorzaak dat hij wil naar Kreuz gaan. Dat wir zijn eerste ziel en het laatste ziel. Dat is wat hij krijgt hier op deze wereld wil. De Joden die wilden haar kunnen opnemen, maar die rejecten hem instead. Die maken dat klaar met er weer dat ze hem wil rejecten. Zo ze te hem reden. De dood wat ze aan hem deden. Dat bewijzen ze worden hem bloos te zien. En wel schade eraf. Dat ze dat weer. Maar in God zijn plan weer niks anders als gepland. Dat God had een plan den weg, dat weer de einzige weg, waar hij kan zijn leven zo te ons brengen, dat we niet alleen hadden van de lezing. We vragen ons dan vielleicht, wat is de herrlichkeit in zo'n schouderhaftig beeld? De Tatsache is, dat een don't wil aan reject wordt, een don't wil zij aan gehoord wordt, een don't wil zij aan betrogen wordt, Jezus stierf innewe. Dat is wat hij wil. Hij wil voor die en voor mij sterven. En hij deed, indem dat hij stierf, dan deed hij zijn leven opdagen, klaarmaken. Dat die leven weer verkrijgt voor die wat aan hoorde deed. Krijgt die wat aan ze verspatten deed, die vergaf hij, indem dat hij de omkreets hang. Zo, dat is de herrlichheid. En dat aan de teuerheid wordt. De herrlichheid passiert daar en dat er wordt wat getransferd. Wilste mensen eerst dat hadden gedaan wat ze willen doen. Al werden, actions, doden, de ongenald hadden, verschämt en uitgespaard hadden. Wat dat varig weer, dan switcht God licht uit door beim Kreuz. En waar wird het van dat God zegt, dit is genoeg wat je gespaard hebt. En in die 3 stunden wordt het iets daar weer, dat hij Jezus ganz het als te leiden. Dat is waar hij uitroept, dat mijn God, wat hast du mij verloren? En die stund waar hij dat uitroept, daar wordt die zonde, mijn zonde, worden getransferd op Jezus op. Daar nam hij alle schuld op zich. Zoals het zei dat in 2 Korinther 5:21. Denn had den, der von keiner Sünde wusste, für unsere Sünde gemacht, auf das wir würden ihm die Gerechtigkeit, die für Gott gilt. So die, wat keine Sinn wist. Jezus wist keine Sinn. Hij had keine Sinn begonnen. En deze eerste moment, daar transfert hij onze schuld, mijn schuld, Eva, en nam die schuld, waar hij keine Sinn had, en dan gaf hij ons, mij en die, een gerechtigheid wat God anerkannt had. Hij heeft den prijs ganz getoond. Wils hij dem Sünder seine Schuld op zich nam, dan heeft hij die wat aanvertrouwd hadden, de erlezing vrijgegeven. Dat is wat hij deed op Golgotha, aan de dag waar hij zich hem opvergaf. Hij raadt ons, jeder einer wat im Glauben komt, raadt hij van dem Trat van de haal. Hij zag den vrij van al die straf wat jeng ons gezegd werd. Want God nu afchecken dat, op een van die wat zich had laten waschen, en zijn beim Kreuz gewas, en zijn ter hem Kreuz gegaan, en God een van zijn staat erleist de dingen, nu checken dat, dan zit hij, zond wat zo heilig, zo reich, en zo zinloos als Jezus zelfs weer.
Dat is hij ons wil maken. Hij wil ons zo vrij maken. Zo ohne Sinn maken. Wanneer een tijd wil zijn om ons uitspreken uit dank, dat is die tijd, waar Jezus ons vrijspreekt. Waar we niet de boodschap van het kruis missen. Waar we die nicht bloß einfach nehmen. Wenn du von da nach verloren bist, unter dem Straf von Gott, dann nimm das von da an, was Jesus getan hat. Er sagt, dass er wird deine Sinn wegnehmen und er wird die Righteousness, die Gerechtigkeit in dir steht geben. Und das wir in sich. Und im Kreuz in sich. Das ist ein Vers, was wir uns hier in Markus lesen, da kommt Jesus, was er starb. Und nur die 6 Jahre, 6 Stunden, will ich sagen, da am Kreuz hängen, dann gab er sein Geist ab. Und er tut alles Sinn. Und Gott wird auf ewig zufrieden für das Opfer. Weißt du, dass die Juden nicht Jesus tot machen? Oder die Römer machen ihn nicht tot? Noch keiner macht ihn tot. Er wird demütig und gab sich selbst an als ein Opfer. Dat wir zijn plan van Anfang an, dat hij wil zich zelfs geven. Zodat hij wil keinen Sünder raden. Weil hij starf, dat wir nicht nur Menschen tiet, dat wir nur seine tiet. Weil Jesus da am Kreuz uitroepen deed, dat laatste weer, wo hij sagt, es ist vollbracht, it is finished. Hij roept dat niet uit als een Schilder. No, hij roept dat uit als een Sieger. Hij zegt niet dat ik zie nu vorig. No, hij zegt dat is vorig. De Sieg is gewonnen. En besonders 3 dingen, waar hij een klare Sieg hebben mag, en hij heeft bij zijn dood overtroffen hij dem Satan. Hij nam de zin gevangen. En hij nam het eingezet, dat wat im Garten uit den Tranen deed, die separation, die zaad hij waar dat ook. Jezus zijn sterven, weer niet zo eigenlijk, als het van boven loten dat. Dat weer eindelijk in zich. De moment van waar hij zekerheid kan zeggen dat het volbracht. Zijn dood bracht de overweldiging over dem Satan, dat hij gevangen wordt en Jezus stond op in zekerheid. En zijn lijden door, in de laatste moment om kruis, dan werd het veel meer als een dood. Oder van lijden, oder dat bloed verraden. Jezus gaf oorzaak voor een zeugnis. Dat wird het grootste teken waar God zich openbaren kan voor zijn leven, voor de verloren mensheid. De grootste arbeid wat Christus gedaan heeft, dat we om krijgen. We kunnen grote dingen zijn wat Christus deed. Hij wekt Lazarus op van dood. Erstaunend wat hij kon doen. Maar hij helpte een man en een familie.
wenn hij dem aussätzige heile deed, dann helpt hij dem. Oder wenn hij den blingende Uhr macht, dann helpt hij eine Person. En we zijn dat hij weer eenmaal dat hij 5000 mensen eten geven, dan helpt hij 5000 mensen met de vrede en dingen wat er weer. Dan deed hij meer. Aber weil hij starf am Kreuz, dat maakt een onderscheid voor jeder Nachkommenschaft, nur Adam en zijn familie. Die wordt dat im Glauben aan checken. Dat wir nicht bloß ein Mann, aber das ist wherever der will. Das Römer 10, 13 sagt. Hij wird haken sich selbst raden. Dus am da gespart wordt, wenn hij Christus weer dan streer auf am Kreuz. Hij wird haken. Aber dat hij will nicht. Hij blijft am Kreuz, om de verlorene mensen te raden. Zijn dood wir nicht vergebens. An demselben Tag, wo hij da weer, dan wordt een duif geraad en deed busse. Hij vertrouwt des Heiland en hij wordt geraad. Hij wordt besiegt am Kreuz hang. Nicht bloß dort. Der hat nach der heimische, römische Soldat, was er besiegt stand, wird überzeugt von dat Tausende, was passiert ist. Und er gaf het betekenis dat dit is de Seen Gottes. De vraag is, wat is dat Kreuz van Jezus vandaag voor die? Is dat een beetje van jewelry? Of is het een religieuze symbool wat je moet met hebt? Is dat zo'n wat je moet over die hangen had, omdat de beide dingen wegblijven? Of is het ook bloß een völlig ding, zoals het voor de Griechen weer? Oder ist dort die Kraft Gottes zur Erlösung? Ich würde gleich von da einem untersporen, der was Jesus getan hat, dass er wird Gott danken, dafür für was Gott getan hat. Und für die, was ihm noch nicht hat geleert und nicht hat unternommen, dass der mochte von da die Entscheidung machen. Busse zu tun und zu glauben an das Kreuz, wat daar over alles is. Mocht de Heer jent rechtlich zijn durch deze Osterdag, en we die feieren dan en dan laten wat Jezus waarlijk weer te doen, om Sünder te raden, wat God zijn plan weer, waar we mocht jeder in Gottes Nähe zijn, wenn wir nicht Fellowshipen doen, alle taub, en dan stehen we van onze zijde, aber Herr, mocht der Herr uns gnädig sein, wenn wir alle einzeln dem Herrn dienen. Wir haben uns halblegen nach dem Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine große Liebe, die du hast, indem dass wir seine Wohlseher Christus Lieder das bringt uns der Leib klar am Bild, dass dort Plan hat für uns, dachte so, dass wir gleich alle zu geben, wenn er dann wird gerne, wenn Sünder frei machen, gerecht machen, mit so einer Gerechtigkeit, was jährlich wie für Gott. Herr Gott, die traf alle ihr dafür, was du errungen hast auf Golgatha. Und haupt, dass wir würden gerne ein Zeugnis sein, die was wir da sind bei Golgatha warst und da der im Kreuz gegangen sind, das Leben haben gekriegt, dass wir würden helfen, den Norach wieder zu trauen, auf ernsten Weg, dass gesegnet wird worden und dass für die Wahrheit kommt, in der Erde, dass viel würde in alle würde gerne geraten worden, in erleist worden. Er musste das geben durch deine große Liebe und Barmherzigkeit. Amen.
Show me the tomb where thou wast laid, tenderly warm and well. Angels in robes of light array, guarded thee whilst thou slept. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thy agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Let me like Mary through the gloom come with a gift to thee. Show to me now the empty tomb, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thy agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. May I be willing, Lord, to bear daily my cross for thee, even the cup of grief to share. Thou hast borne all for me. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thy agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Okay, wir sind hier nu, glaube ich, Schluss gekommen mit den Dingen, was wir hier geplant hatten von da. Ich glaube, wir sind wirklich Ernest Hoffmann hat ein bisschen offenbart über die Wichtigkeit von den Allertaub und dass Jesus sein Opfer mehr wie es bloß da, was du kriegst. Besiedelt halt physisch, aber dass wir eine große Arbeit, was Gott beschäftigt hat an der Menschheit. Und dass wir nicht bloß auf die irdischen Dinge ans Vertrauen sind, aber ob das wirklich ist. So, sehr danke Ernest für das Share. Wir haben hier ein paar Announcements, was ich noch gleich mitreden nannte. Ich habe das eigentlich als für nächste Sonntag planen wie dann, das ist nur Sonntag, übermorgen, meine ich, ja, als Richard sie nur mit dem Predigt, so werden wir am welchen Gebet denken, dass wenn er reinmacht, dort hat. Und zum Montag habe ich als nur bereit worden, dass wir allgemein haben. Wir waren planen auch waren das nicht über Radio und auch live Video Streaming. Und bei der Üdig ist gefragt worden, zum redete dann der Hauptbotschaft, so das ist wir nicht planen, wenn ich was machen kommt, dann wo wir zum Montag und da wird bloß eine Versammlung sein, an den 5 Districts, dass die alle Districts war die links kriegen, dort bis allgemein flankhorchen. So, wir bei der Üdig auch ein Gebet gedenken und dass ich auch dort bereden kann. Nein, was ich würde gleich ein bisschen repeaten, was ich über die Groups all gestern shared hat. Some von ihnen wollen vielleicht gekriegt haben, aber the Council of Churches hier in Blies, was eine Organisation ist mit Members von verschiedensten Kirchengruppen, meiste Mainstream Kirchen in Blies, und die mit dem Prime Minister seinen Wunsch auch, die haben Frauen und besondere Gebetstitel diese Osterhelge da, wo sie anspornen, die zu beten und zu fasten. Und besonders im Licht von das Ganze, die Krankheit wird dann, was nu de concern ist hier in Blies, und dass Gott wird gnädig sein, dass Gott wird Volk bringen zu Buße. Und ich glaube, wie es in der Kirche soll die erste sein, was du betet und versöhnliche Dinge steht. Nicht bloß dann, wenn die Council of Churches eine Frau hat oder der Prime Minister, aber die Command ist uns so diesen die Jahre mitgegeben und dort werden wir auch für sure nicht die Letzte sein, was da betet und für das ganze Verhältnis, für eine Erwartung und was immer Gott alle beschäftigt, weil der so
wie feilen nicht, dass wie von der Kirche gekriegt war, Verse, die Details, wo jeder einer soll tun, aber wie weit von zusammen, including deiner Lied, was der Plan, multi die Utelote ist ein besonderer Fastet, so multi replace mit einem Gebet, dass wir besonders das denken, und wir würden gleich bis simpel jeder einem, dass er evaluieren, was er wird, gleich, Jeremia sagt auf einer Stelle, dass Gott große Dinge will tun, wenn Menschen beten wollen. Jeremia 33, Vers 3 sagt, rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir anzeigen große und gewaltige Dinge, die du nicht weißt. So, Gott will sich auf eine große Ort beweisen, wenn Menschen ernstlich nach Gott kommen, nur am Kommen im Gebet. So macht jeder einer kann seine für sich selbst oder für seine Familie Decision machen, wo jeder da ausfallen will, das lassen wir ab zu gehen. Okay, ich will noch ein Vers mitgeben mit Judas. Das ist ein Sehen für uns. Von da werden wir angehen. Judas, der letzte Vers, der sagt, dem aber, der euch kann behüten, ohne Fehl und stellen für das Angesicht seiner Herrlichkeit, unsträflich mit Freuden, dem Gott, der allein weise ist, unserem Heiland, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht nun und zu aller Ewigkeit. Amen. Gut, mag Gott und alle sehen.